Der Plan hat schon ein bisschen gelitten, hier mit Schmutz und ja, Abnutzung. Heute drehe ich mal was Langweiliges. Viel Späne, völlig unspektakulär, bis es zu diesem Radius kommt, mit dem dieses Verdichterrad eingepasst wird. Weil ich natürlich so viel Rohmaterial noch übrig hatte, habe ich mir gedacht, ach komm, was soll's, ich drehe diesen Klotz nochmal runter von 300 auf 200 mm Durchmesser und die Länge oder die Breite wird in dem Falle fast so bleiben, wie es ist. Mal gucken, wie es passt. Aber hier ist ja auch nicht alles drauf auf der Zeichnung. Das wird ja durchaus im Original, könnte man sich vorstellen, dass das ruhig so dick sein könnte. Außerdem spielt das überhaupt keine Rolle. Ich fange einfach mal an und zum Schluss wird sich sowieso alles ergeben. Ich fange mal an mit einem kleinen Vorschub. Immer Schiss, dass mir das Ding um die Ohren fliegt hier. Oh, die Pinole wackelt auch wie verrückt. Moment. Das ist unglaublich, wie sich das anhört in live. Jetzt geht's gleich los. Naja, ich habe ja Zeit. Alles läuft ruhig. So ist schön. Kann ja nur noch 10 cm abnehmen. Ja, weiter geht's. Wir haben noch ein paar Zentimeter. Aber das wird erstmal der Enddurchmesser, bevor ich dann ja, weiterarbeiten kann. So, hier habe ich übrigens aufgrund der ganzen Späne, die sonst überall in meiner Werkstatt rumfliegen, habe ich hier einfach so ein Plissé da dran gebaut. Von der Decke kommend bis unten zum Boden, wo die ganzen Späne abgefangen werden. Ätzend, ey. Langsamer. Wird auch nicht besser klingen, aber für mein Gefühl. So, jetzt kann ich wieder 6 mm in einem Durchgang locker abnehmen. Diese Oxidschicht ist echt sehr hart. Naja, ist natürlich auch, liegt an dem geschmiedeten Material. Aber wenn das durch ist, dann ist schon wieder ein großer Meilenstein geschafft. Wenn ich das Teil auch ohne zu verkacken hinkriege. Also diese Wendeschneidplatte, die ist hinne. Aber die reicht halt noch absolut zum Schruppen. Der Nebeneffekt ist natürlich folgendes. Ich mache gleich mal die Maschine aus, dann hört man das ein bisschen besser. So, Achtung. Also das Wasser tanzt auf der Oberfläche. Das ist mal heiß, dieses Teil. Auch schön, wie das hier Blasen zieht. Das wird ja der Lufteinlauf. Der soll dann hier vorgeschraubt werden. Also der kommt hier so hinten dran, jetzt in dieser Sicht. Das heißt, einarbeiten.
Ja, passt. Da geht's weiter. Kommt jetzt fast der schwierigste Teil, das Kompressorrad auf dieser Seite einarbeiten. Viel Spaß, viel Spaß. Das Verdichterrad ist eingepasst, natürlich nicht. Fehlt jetzt noch diese Kontur, die hier ins Material eingebracht werden muss. Das heißt, das ist ein ziemlich großer Radius. Sowas drehe ich eigentlich immer freihand mit viel Geduld, mit viel Probieren. Wie weit passt es jetzt rein? Wo stößt es noch an? Wo muss ich noch was wegnehmen? Ja, das kann jetzt etwas dauern, aber das Ergebnis war bis jetzt immer sehr zufriedenstellend. Ja, let's go! So, kleine Pause. Mal gucken, für die kurze Zeit, wie weit ich schon gekommen bin. Also es ist jetzt hier schon ein Radius entstanden. Ich will mal noch nicht sagen, dass der jetzt schon passt. Aber so ist halt die Art und Weise ohne CNC-Technik. So, wir liegen jetzt hier schon an. Das heißt, hier vorne muss noch viel weiter rausgenommen werden. Ich arbeite mich meistens von tief drinnen nach außen, weil im Prinzip man dann noch sehen kann bzw. spürt, dass er etwas weiter drin irgendwo noch klemmt oder der Radius noch nicht ganz stimmt. Also das ist jetzt ja, immer eine kleine Geduldsfrage und eine Ausdauersache. Okay, weiter geht's. Soweit ist schon mal eingearbeitet. Es sieht optisch ganz gut aus. Hier ist noch ein Millimeter Luftspalt. Das heißt, wie weit ich jetzt sehen kann, etwa in diesem Bereich hier kommt er jetzt gegen das Verdichterrad. Hier ist auch noch eine kleine Welle. Dann mache ich das noch mal weg. Und dann schleife ich das Ganze mal mit ein bisschen Schmirgelpapier und dann kann man mal gucken, wo er eventuell noch gegenkommt. Da ja so ein Lufteinlauf ein aerodynamisch wichtiges Bauteil eigentlich ist, habe ich mir gedacht, ich poliere es einfach mal. Der Diffusor wird noch poliert, der Diffusor-Cover wird auch noch poliert. Und das soll jetzt auch erstmal hier reichen.
Jo. Na, verstehe nicht, warum das alle eigentlich nicht machen. So. Flupp. Perfetto. Ja, die Seite ist fertig. Jetzt drehe ich das ganze Bauteil mal um, weil ich mit meinem Innendrehmeißel nicht so weit reingekommen bin. Also von der anderen Seite muss auch erstmal der Durchmesser vom Lufteinlauf ausgedreht werden. Das ist jetzt der Plan. Das Teil ist umgespannt. Jetzt gibt es wieder erstmal eine hässliche Seite zu bearbeiten. So, die äußere Kontur hier, die reicht mir erstmal. Wird dann hier innen noch ein bisschen angepasst. Jetzt mache ich vorne erstmal den inneren Radius, den Lufteinlauf sozusagen. Und jetzt zeige ich euch nochmal wieder, was hier spänetechnisch gerade so los ist. Also, das sind ein paar Kilo. Soweit die jetzige Form. Ja, ist ein bisschen kurz geraten insgesamt, aber grundsätzlich passt der Verdichter da rein. Ich habe hier vorne noch ca. 3 cm Platz bis zum Laufrad. So, nach über einer Stunde Kontur drehen hier innen und da vorne. Da vorne, das habe ich mal so gemacht, weil hier brauche ich eine gerade Fläche. Da soll später vielleicht mal zu 99% ein Startermotor angeflanscht werden. Ja, jetzt nehme ich das hier einfach mal heraus. Dann bin ich gespannt, wie das aussieht hier. Na komm her. So. Oh. So, kann sich doch sehen lassen. Wow. Okay, Spaltmaß ist natürlich gar keins vorhanden. Das Ding ist da so knirsch drin. Das mache ich aber ganz zum Schluss, wenn der Lufteinlauf mit dem Verdichtergehäuse und dem Diffusor und alles in einer Lage zusammengeschraubt ist, dann drehe ich hier das Spiel raus, was wahrscheinlich sein wird mindestens 3 Zehntel pro Seite. Ja, aber so kann sich das doch sehen lassen. Das ist mal eine Größe hier. Junge, Junge. Sehr gut. Ja, so könnte es mal aussehen. Die Späne knirschen überall. Natürlich noch hier Spinner dran. Hier wird noch ein bisschen abgeschrägt. Das wird verschraubt. Okay, sehr gut.